Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein paar Kleinigkeiten im Profileinbaudialog ergänzen und euch zeigen. Dazu habe ich hier einfach ein Formrohr ausgewählt und beginne mit dem Startknopf. Ich kann natürlich hier diese Ebenen wählen und um diese Ebenen soll es hier in diesem Video gehen. Das heißt, ich baue das erste Profil ein. Ich kann natürlich hier, wenn ich mit der Plus- oder Minustaste klicke, den Raster wie gewohnt größer und kleiner machen, um leichter meine Punkte zu finden, oder auch mit der Leertaste einen Wert angeben. Was aber jetzt möglich ist, was diese Ebenen machen, ich kann hier sofort in der Ebene hin und her wechseln. Das heißt, ich kann hier meine Profile sofort in den unterschiedlichsten Ebenen einbauen. Ich möchte hier noch nach unten, das heißt, ich ändere die Ebenendefinition und kann hier sofort meine Profile so, wie ich es haben möchte, definieren. Und habe hier ganz einfach einen Formrohrrahmen erzeugt. Kann natürlich mit den Standardfunktionen wie Gärung diese sofort auch auf Gärung schneiden und habe hier einen dreidimensionalen Rahmen, wo ich niemals eine Ebene wechseln musste, hier sofort und ganz einfach definiert und modelliert.